Es dauert noch etwas mehr als einen Monat bis Ende Mai. Das neue Star Wars Spin-off Solo in unseren Kinos startet. Der nächste Blockbuster von Disney und Lucasfilm über die Vorgeschichte des geliebten Weltraumschmugglers. Das US-amerikanische Satiremagazin The Onion hat einen ihrer erfolgreichsten Artikel veröffentlicht vor kurzem und der dreht sich um Solo. Die Schlagzeile lautet: Fans feiern den neuen Solo-Trailer, weil er genau aufzeigt, wie der Film am Ende mies sein wird. Und dieser Artikel schlägt gerade ganz hohe Wellen in der Online-Welt. Der Special Effects-Chef von Lucasfilm, Ben Morris, hat dafür einige sehr interessante Einblicke in die Arbeit von Star Wars gegeben. Angeblich werden alle Darsteller, ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, digital aus allen möglichen Winkeln eingespeichert, also abfotografiert und eingespeichert. Dafür gäbe es viele Gründe. Aber am interessantesten ist natürlich, dass Lucasfilm so auch Darsteller wieder in die Filme einarbeiten kann, die bereits gestorben sind, wie zum Beispiel Carrie Fisher. Die Sache kam übrigens ganz genauso auch als Witz in BoJack Horseman vor. Tatsächlich machen das aber mittlerweile alle großen Blockbuster-Produktionen, ob jetzt Star Wars oder nicht. Trotzdem eine ziemlich verrückte Entwicklung in der Filmwelt, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer brandneuen Folge Cinema News auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Wir bleiben bei Disney, denn Marvel arbeitet angeblich an einer Adaption ihrer Comicreihe The Eternals. Das sind Wesen, die von den Celestials geschaffen worden sind, so götterartige Wesen im Marvel-Multiversum. Falls ihr euch für das Thema interessiert, haben wir vor kurzem ein sehr, sehr ausführliches Special darüber gemacht. Ja, das könnt ihr hier auf dem i, kommt ihr da direkt hin. In dieser Adaption von The Eternals könnte auch Thanos als Eternal wieder mal eine wichtige Rolle spielen. The Eternals könnte als Film durchstarten und das soll auch eine Reaktion darauf sein, dass DC die Reihe New Gods verfilmen wird. Das Interessante dabei, beide Reihen, also sowohl The Eternals als auch New Gods, wurden von Comic-Legende Jack Kirby geschaffen. Bei der Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D. spielt übrigens ein gewisser Gabriel Luna den Ghost Rider. Der wurde für den neuen Terminator-Film nun als Darsteller gecastet und man weiß bereits, dass er einen Terminator spielen wird, vielleicht sogar einen T-1000, wer weiß, da kann man wirklich gespannt sein. Das ist wirklich eine große Aufgabe für den aufstrebenden Schauspielstar. Der Silicon Valley und Deadpool-Schauspieler TJ Miller ist bekannt dafür, bei Interviews ziemlich durchgedreht zu sein oder völlig durchgedreht, aber nicht nur da. Auf jeden Fall findet er immer wieder Wege, seiner Karriere zu schaden. Damit meine ich eben nicht, dass er durchgedreht ist oder seine Hauptsprechrolle in The Emoji Movie. Nein, jetzt wurde der Comedian von der Polizei festgenommen und hat sich mit einer Kaution von $100.000 vorerst freigekauft. Er soll bei einer Zugfahrt eine falsche Bombendrohung ausgesprochen haben. Er habe behauptet, dass eine Passagierin neben ihm eine Bombe in der Tasche habe und er sehr besorgt sei. Ein Suchtrupp sei daraufhin ausgerückt und es sei absolut gar nichts gefunden worden. Und es stellte sich dann sogar heraus, dass TJ Miller der Polizei einen anderen Zug mitgeteilt hat, als den, in dem er tatsächlich saß, und auch, dass er sehr stark alkoholisiert gewesen sei. Der Fall wird derzeit vom FBI untersucht und so wird sich TJ Miller bald einem Gericht stellen müssen. Alle Mad Max-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Jonas, bist du stark? Gut. Freut mich. Wir berichteten bereits, dass der Mad Max-Schöpfer George Miller das Major Studio, also die Fernseh- und Filmgesellschaft Warner Bros. Verklagt hat. Dabei geht es darum, dass George Miller der Meinung ist, dass ihm nach seinem Vertrag für Mad Max Fury Road mehr Geld zustehe, als er tatsächlich bekommen hat. Eigentlich waren ja noch Mad Max 5 und Mad Max 6 geplant, denn Fury Road war extrem erfolgreich, sowohl an den Kinokassen als auch bei den ganzen Kritikern, denn der Film konnte zum Beispiel 6 Oscars gewinnen. Das Gericht hat nun entschieden, dass sich Warner Bros. George Miller gegenüber ziemlich respektlos verhalten habe. Was heißt entschieden? Das wurde zumindest so gesagt. Das Gerichtsverfahren ist ziemlich komplex mittlerweile und auch andere Parteien sind beteiligt, zum Beispiel 2 Produktionsfirmen. Das Fazit ist auf jeden Fall, dass die beiden Mad Max-Nachfolger auf Eis gelegt worden sind. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und wir hoffen sehr, dass George Miller all seine Rechte mitnimmt und seine bereits vorhandenen Drehbücher vielleicht woanders realisiert oder hoffentlich vertragen die sich einfach wieder. 259 Millionen US-Dollar klingt eigentlich nach einer ganzen Menge Geld, aber das war's für Blade Runner 2049 nicht, denn das waren die weltweiten Einnahmen. Für mich war der Film ein unübertroffenes Meisterwerk der Science Fiction, aber an den Kinokassen enttäuschte der Film
und bei den Oscars ebenso. Da konnte er nur 2 Preise abräumen. Meiner Meinung nach hatte er wirklich alle Oscars verdient. Jetzt hat der Film auf jeden Fall im Home-Entertainment-Bereich aber eine magische Grenze geknackt. Der Film wurde nämlich allein in den USA über 1 Million Mal verkauft. Damit ist der Film unglaublich gut gestartet und nur It hat in letzter Zeit als Blu-ray und DVD mehr eingenommen, wobei für Blade Runner das nur bedeutet, dass der Film jetzt $30 Millionen mehr eingenommen hat. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja genauso wie beim Originalfilm Blade Runner. Und vielleicht mausert sich Blade Runner 2049 jetzt erst über die kommenden Jahre zum absoluten Kultfilm. Vom 8. bis 19. Mai finden wieder die Filmfestspiele in Cannes um die Goldene Palme statt. Wir haben bereits berichtet, dass sämtliche Netflix-Produktionen nicht als reine Kinofilme angesehen werden und damit werden sie boykottiert, zumindest für den Wettbewerb, denn das Festival besteht darauf, dass alle Filme einen französischen Kinostart bekommen, aber Netflix lehnt das kategorisch ab. Dort wird auch, dieses Jahr auf Cannes wird auch Solo seine Weltpremiere feiern. Nur deutsche Filme sind dieses Jahr nicht vertreten. Der deutsche Film In My Room läuft aber außer Konkurrenz, also nicht im Wettbewerb um die Goldene Palme. Darin geht es um einen Typen, der eines Tages aufwacht und feststellt, dass die gesamte Menschheit wie vom Erdboden verschluckt ist. Netflix-Chef Ted Sarandos hat jetzt aber auch das Angebot ausgeschlagen, dass seine Filme außerhalb des Wettbewerbs gezeigt werden. Das habe keinen Sinn und Sarandos sagte sogar, dass das Filmfestival ihm gegenüber sehr respektlos sei. Als 2017 die Netflix-Filme Okja und The Meyerowitz Stories gezeigt wurden, sei sogar geboot und gepfiffen worden, als das Netflix-Logo eingeblendet war. Das Thema ist auf jeden Fall in der Filmwelt noch immer heiß diskutiert und wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Oscar-Preisträger Milos Forman ist im Alter von 86 Jahren nach einer kurzen Krankheit verstorben. Der tschechoslowakisch-US-amerikanische Filmemacher war berühmt für Filme wie Larry Flint, über den legendären Gründer des Penthouse-Magazins. Außerdem hat er Einer flog über das Kuckucksnest inszeniert, die herrliche Tragikomödie mit Jack Nicholson und für das Mozart-Biopic Amadeus, das hat er auch gemacht. Damit hat die Filmwelt einen seiner allergrößten verloren. Und auch R. Lee Ermey hat im Alter von 74 Jahren das Zeitliche gesegnet. Den Darsteller von hauptsächlich militärischen Figuren kennt man vor allem als den lauten Drill-Instructor in Full Metal Jacket. Aber natürlich nicht nur von da. Das sind wirklich 2 sehr, sehr traurige Todesfälle. Trotzdem starten diese Woche wieder brandneue Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel der britische Horrorfilm Ghost Stories mit Martin Freeman über den Moderator einer Fernsehshow, der sich auf die Suche begibt und 3 Menschen trifft, die paranormale Ereignisse durchlebt haben. Außerdem startet das Coming-of-Age-Drama Lady Bird über eine sehr, sehr eigenwillige und künstlerische Teenagerin, die aus einer US-amerikanischen Kleinstadt ausbrechen möchte, gespielt von der fantastischen Saoirse Ronan. Und außerdem startet Stronger mit Jake Gyllenhaal. Das ist ein Film über einen Mann, der 2013 beim Anschlag auf den Boston-Marathon beide Beine verloren hat und den Ermittlern dabei hilft, den Täter zu finden. Diese Woche starten natürlich aber auch ein paar brandneue Serien und auch Staffeln. Die 4. Staffel von Fear the Walking Dead zum Beispiel oder die ganz neue Krimiserie Hard Sun über einen Ermittler, der auf einen Hacker stößt, der an handfeste Beweise gelangt ist, dass die Welt in 5 Jahren durch Sonnenwinde untergehen wird. Auf Netflix startet aber auch am Donnerstag The Alienist, eine brandneue Serie mit Daniel Brühl, die im 19. Jahrhundert spielt. Darin geht es aber nicht um Aliens, sondern um einen Irrenarzt, der bei der Aufdeckung einer Mordserie hilft. Und zum Schluss machen wir auch noch Werbung so halb in eigener Sache, denn letzte Woche ist eine sehr hochwertige Online-Webserie gestartet. Freaks über eine Gruppe von jungen Leuten, die sich in einer geschlossenen Anstalt kennenlernen, unter anderem mit Wilson Gonzales Ochsenknecht und Phil Laude. Das ist nämlich die Adaption einer finnischen Serie namens Mental. Wir werden diese Woche dazu auch eine Kritik hochladen und auch zu Lady Birds. Und kleiner Spoiler zu Freaks, ich war nicht sehr begeistert. Dennoch könnt ihr euch die Serie in ganzer Länge und kostenlos hier auf YouTube angucken. Wir verlinken sie euch auf jeden Fall gerne hier unten rechts und checkt auch unser letztes Special aus. Das war ein verdammt interessantes Video, quasi ein Essay darüber, wie und warum sich Filmcutter an den Augen von Schauspielern orientieren. Das dürfte für euch ein ziemlicher Mindfuck sein, genauso wie alle anderen Videos von Cinema Strikes Back, denn den Kanal solltet ihr unbedingt abonnieren und auch die Glocke anmachen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem iPad.